Gerade für mich als Zahnarzt ist es besonders spannend, dieses Produkt vorzustellen, den DNC-Service. DNC-Service steht für Design, Nesting, CAM-Service und revolutioniert die digitale Zahnmedizin, da Chairside-Arbeiten nun ohne Workflow auskommt. Entsprechend, no workflow is the best workflow. Wir Zahnärzte kennen das am besten letzten Endes. Wir haben einen extrem vollen Tag, angefangen von morgens Patienten bis abends Patienten, extrem ambitioniert. Entsprechend, Zeit ist bei uns extreme Mangelware. Entsprechend haben wir auch nie gelernt, mit Cut und Cam umzugehen. Weder an der Universität haben wir es gelernt, noch zu einem späteren Zeitpunkt. Was die Indikationen und Applikationen betrifft, bei Chairside-Maschinen, so sind wir extrem limitiert, da Chairside-Maschinen im Regelfall vierachsig sind und wir entsprechend nur Blöcke bearbeiten können und einzelne Indikationen. Ebenfalls haben wir ein relativ hohes Investment, wenn wir über ein Chairside-System reden, in Bezug auf die Software, da Software in der Anschaffung ca. 10.000 € kostet und jährliche Update-Gebühren in Höhe fast von 2.000 €. Wir sind uns sicher, dass die Lösung dieser Problematik durch folgende 3 Säulen gelöst wird und hierdurch die digitale Zahnmedizin revolutioniert. Die erste Säule in der Mitte stellt die Coritech One Plus dar, welche die einzigste 5-Achs-Chairside-Fräsmaschine ist. Als zweite Säule sehen Sie den Dental Smart Market, welcher das Ökosystem der IMES ICO-Welt darstellt. Und als dritte Säule sehen Sie den Design Nesting Cam Service. Hierfür haben wir ein kurzes Video vorbereitet, um den Ablauf verständlicher zu machen. Der DNC-Service ist für alle offenen Intraoralscanner verfügbar. Sie sehen hier die Oberfläche der Software eines x-beliebigen Intraoralscanners und folgen dem Ablauf, welcher bei jedem Intraoralscanner der gleiche ist. Sie wählen den gewünschten Patienten aus, starten einen neuen Case, wählen den gewünschten Zahn, die entsprechende Indikation, das gewünschte Material und die erforderliche Zahnfarbe. Im nächsten Schritt scannen wir den Patienten und aus dem Scan wird ein STL-Datensatz oder PLY-Datensatz erstellt, welcher im Anschluss direkt über die Cloud an den DNC-Service verschickt wird. Dieser Service als solcher funktioniert mit jedem offenen Intraoralscanner, bei dem die Abläufe entsprechend auch immer gleich sind. Ich wähle bei jedem Intraoralscanner aus das Material, die Indikation, den Zahn wie auch die Zahnfarben. Der Zahnarzt erhält daraufhin eine E-Mail mit der Bestellbestätigung, bei der nochmal die Indikation hervorgeht, die Preise. Sie sehen hier eingebettet im Dental Smart Market den DNC-Service, bei der wir hier die Manager-Oberfläche haben, bei der der Zahnarzt alle Scans sieht, die er bereits schon mal hochgeladen hat. Und wir gehen nun wieder auf unseren Patienten Oliver Brown, können diesen öffnen und uns das entsprechende Design anschauen. Nach der Begutachtung hat der Zahnarzt die Möglichkeit, dieses zu bestätigen und nach der Bestätigung findet automatisiert der Nesting-Prozess statt und ebenfalls wird im Anschluss daraufhin eine individuelle Frässtrategie berechnet und dies entsprechend einfach in 3 einfachen Schritten. Der Zahnarzt scannt, er gibt die Daten frei und fräst. Wenn wir uns den gewöhnlichen Chairside-Workflow anschauen, so muss der Zahnarzt scannen, er muss designen, er muss nesten, er muss die CAM-Software bedienen und fräsen. Wir bieten neben dem Chairside-Workflow auch die Möglichkeit, über den DNC-Service die Software komplett zu eliminieren, sodass der Zahnarzt sich über den DNC-Service auf das konzentriert, was er kann, scannen auf seine Patienten und die Zahnarzthelferin muss bei der Maschine lediglich Start drücken. Allgemein stellt sich die Frage, wer steckt dahinter? Wer macht den DNC-Service? Wir vereinen hier das Beste aus 2 Welten. Zum einen arbeiten wir mit einer KI und mit erfahrenen CAD-CAM-Spezialisten, um dem Zahnarzt die bestmögliche Qualität zu bieten. Wir bieten einen Next-Day-Service wie auch einen Express-Service an, welcher das Design innerhalb von 30 Minuten an den Zahnarzt gibt.
und starten hier bei 15 € respektive 25 €. Der Bestellprozess wie auch die Rechnungserstellung funktioniert vollautomatisiert über den Dental Smart Market und die Bestellungen können hierbei über unterschiedlichste Bezahlmethoden abgewickelt werden. Wenn wir nochmals auf den Dental Smart Market eingehen, so ist die Aufgabe des Dental Smart Markets, den Endkunden, den Händler wie auch den Hersteller IMES iCore näher zusammenzubringen, indem Prozesse digitalisiert werden, automatisiert werden und vereinfacht werden. Um hierbei 2 Punkte herauszukristallisieren, haben wir einmal den Dental Smart Manager, welcher es ermöglicht, dem Endkunden die Maschine zu tracken. Wir haben eine integrierte Kamera innerhalb der Maschine, er hat die Möglichkeit, Dokumente einzusehen, er hat die Möglichkeit, Garantien zu verlängern, Wartungen zu buchen und vieles mehr. Ebenfalls haben wir den DSM Marketplace, welcher es ermöglicht, einfache Bestellungen abzuwickeln und ebenfalls zukünftig über eine automatisierte Lagerverwaltung den Endkunden automatisiert daran zu erinnern, wann Materialien ausgehen oder auch Fräser. Um nochmals die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, wir reden hier über ein offenes System, was mit allen offenen Intraoralscannern funktioniert. Es bedarf keiner Lernkurve vom Zahnarzt. Es kann von jedem Zahnarzt, von jeder Assistenz bedient werden. Es hat eine erhöhte Preisattraktivität aufgrund dessen, da wir keine Software benötigen. Und das Allerwichtigste, und da spreche ich nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für alle Zahnärzte, wir haben ein System, was es erlaubt, uns auf das zu konzentrieren, was uns am wichtigsten ist, und das ist letzten Endes der Patient. Also vom Mythos zur Revolution ist etwas, was, wie schon kurz erwähnt, ein bisschen provokant ist, aber ich glaube, dass wir mit diesem System schon einen ganz anderen Schritt einleiten. Das, was momentan am Markt gängig ist, weltweit eben das mit dem Fräsen und Drucken von Zahnersatz. Wir wollen das Ganze stark erweitern und zwar ist es auch in dem Sinne eine Weltneuheit, weil wir in einem Maschinensystem 2 Welten miteinander verbinden. Wir haben also auf der linken Seite ein sogenanntes additives Verfahren, das ist die etwas längere Scheibe auf der linken Seite, und auf der rechten Seite ein vollwertiges Fräsmaschinensystem, was alle Materialien bearbeiten kann, 5-achsig. Auf der linken Seite ist das additive Verfahren, was aber nicht, wie Sie es vielleicht kennen, normale 3D-Drucker sind, die in Schichten drucken, sondern wir drucken auch 5-achsig, wenn man so will, oder additives Verfahren, subtraktives Verfahren durchs Fräsen, beschichten und das vollautomatisiert. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man sich so ein bisschen auch durch den Kopf gehen lassen muss, weil es eben ja auch eine Weile gedauert hat, so etwas zu entwickeln und das alles in einem System zu integrieren. Der Zahnersatz, den wir heute herstellen, der ist in der Funktionalität vielleicht nicht unbedingt der ein naturnaher oder ein natürlicher Zahn hat. Ja, zum Beispiel die Flexibilität eines Zahnes, die Stabilität und die Härte, das Abrasionsverhalten. Das ist bei natürlichen Zähnen ganz anders als bei den aktuell hergestellten Zähnen. Der Aufbau eines Zahnes. Sie wissen, natürlicher Zahn ist in Schichten aufgebaut. Was wir aber tun ist, wir bearbeiten oder stellen Zahnersatz her, der eigentlich nur 2,5-dimensional ist. Er ist nicht dreidimensional. Ja. Und das war der Grund, wenn man auch noch ein Stückchen weiter den letzten Punkt vielleicht außer der Schicht, was ein natürlicher Zahn hat, auch noch das charakteristische Aussehen hat. Natürlich stellen wir Zähne her, die heute auch Farbkombinationen haben, auch Transluzenzen haben, aber nicht wirklich in dreidimensionalen Schichten. So, und das wollten wir alles verbessern und haben dementsprechend versucht, natürlich nicht nur versucht, auch hinbekommen, ein System zu entwickeln, was wirklich naturnahen Zahnersatz erlaubt. Keine
CAD-Software kann wirklich im Moment Schichten automatisch rechnen. Wir haben auch keine CAD-Software, die diese Marmelons automatisch berechnet, was aber ein natürlicher Zahn hat. Also haben wir hier eine Softwarefunktion entwickelt, die das Schichten und die Strukturen eines natürlichen Zahnes nachbildet. Wir haben natürlich die Frästechnologie, die das Grundgerüst herstellt, das bleibt auch so, aber wir haben mit der additiven Technologie eben jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Schichten auf dieses Grundgerüst aufzubringen, sodass wir am Ende durch eine Feinbearbeitung, was wieder fräs- oder schleiftechnisch erfolgt, ja, einen ganz anderen Zahnersatz herzustellen. Ja, nochmal Schritt für Schritt. Das Mythos-Produktionssystem ist also vollautomatisiert in einem digitalen Workflow. Zuerst wird das Grundgerüst eben gefräst, bei einer einzelnen Krone. Es wird die Nass-Trockenreinigung und die Vorbehandlung durchgeführt, zum Beispiel mit dem Primerauftrag. Es wird ein Trocknungsprozess in der Maschine durchgeführt. Nachher kommt oder anschließend kommen dann diese sogenannten Mehrfachbeschichtungen. Das Ganze wird ausgehärtet, der Feinschliff bzw. das Feinfräsen oder Feinschleifen kommt am Ende und zum Schluss nochmal die sogenannte finale Aushärtung. Das sind alles Schritte, die ein Zahntechniker ansonsten auch heute noch, wenn er individuelle Zähne herstellt, mit der Hand machen muss. Das haben wir komplett automatisiert. Alle aktuell manuellen Arbeitsschritte des Zahntechnikers wurden in das Produktionssystem integriert und automatisiert. Ja, die Herausforderung war natürlich nicht einfach, dadurch, dass man natürlich ja keine CAD-Software hat, die überhaupt diese Schichten herstellen konnte, musste also eine Funktionalität entwickelt werden, die das Design der Layer und der Marmelonstruktur durchführt. Wir mussten natürlich auch alle dentalen 3D oder alle drei normalen 3D-Drucksysteme, die es momentan am Markt gibt, die hatten keine 5-Achs-Möglichkeiten, also keine kompletten Freiheitsgrade, deswegen natürlich auch dieses 5-achsige additive Auftragen über diese Art Dosieren, was Sie eben gesehen haben aus diesen Kartuschen. Wir haben natürlich alle Materialien zum Auftragen müssen in Pasten- und Gelform vorhanden sein. Nun hat man den Vorteil, dass die Zahntechniker heute natürlich schon sehr viele Verblendungen realisieren, indem sie eben ja genau das tun. Sie nehmen also ja, mit einem Pinsel und beschichten Gele, Pasten und formen so die fertigen Zähne. Das haben wir in der Maschine integriert und auch diese Pasten und Gele verwendet. Kombination des mangelnden Präzision von 3D-Druck dürfte auch klar sein. Wir wissen, dass man drucken kann. Man kann verschiedene einfache Dinge wie Modelle drucken, aber so wie es in die Präzision geht, sind die normalen Drucksysteme nicht präzise genug. Deswegen auch die Kombination mit den Fräsmaschinen oder Schleifmaschinen, die nachher die Oberflächengüte und die Präzision beim Zahnersatz realisieren. Ja, das Mythos-System selber kombiniert also ein vollwertiges Fräs-Schleifsystem für die Grundgerüste, die hergestellt werden und die Automatisierung haben wir eben schon gesagt. Die Automatisierung aller manuellen Arbeitsschritte, die momentan ein Zahntechniker noch selbst ausführen muss. Grenzenlose Möglichkeiten, so muss ich es formulieren. Wir haben alle möglichen Indikationen schon realisiert, Beispiele dafür durchgeführt, dadurch, dass ich eben beide Möglichkeiten habe, mit dem Fräsen und dem Drucken und das in Kombination hat man also fast grenzenlose Möglichkeiten. Und und wir sehen hier ein paar Beispiele, egal ob jetzt Frontzahnbrücken, Kronen oder auch die Königsdisziplin, so ein bisschen was natürlich Totalprothesen oder Teilprothesen betrifft, können wir mit dem System herstellen. Interessant ist auch die möglichen Materialkombinationen. Wir sehen hier auf der linken Seite typische Materialien zum Fräsen und Schleifen. Ich habe es jetzt mal in Gruppen genannt: Metalle, Hybridkeramik oder Zirkon. Da können wir, oder diese Materialien können wir alle als Grundgerüste natürlich in der Fräsmaschine bearbeiten und die Grundgerüste herstellen. Beim Drucken
gibt es Komposite, Keramiken und auch Kunststoffe, die man drucken kann. Die können also entsprechend auch verwendet werden zur Beschichtung oder zur Mehrfachbeschichtung und dementsprechend ist man mit allen typischen Materialien am Markt irgendwo schon vertraut oder der Zahntechniker ist vertraut und kann diese auch entsprechend einsetzen. Entweder als Rohlinge für das Gerüst oder als Pasten oder als Gele, die man in dem entsprechenden Materialwechsler dann einsetzen kann und dort verarbeiten kann. Ja, hier nochmal zwei, drei kleine Beispiele. Man sieht also auf der Folie so ein paar Arbeiten, das, was wir eben schon gesehen haben, diese Einzelkronen mit der Marmelanstruktur. Die wurden, dann sehen wir hier so ein bisschen die Königsdisziplin eben des vollen Dentures, das heißt also oder einer vollen Prothese. In dem Fall wurde die Zahnfleischbasis gefräst in der Maschine, dann fährt die Maschine in den Druckbereich und druckt direkt dort die individuellen Zähne direkt in diese Zahnbasis beziehungsweise in diese Kunststoffbasis des Zahnfleisches. Und in dem Bereich rechts unten, ja, das ist schon ein wirklich komplexes Thema, was heute nur durch Zahntechniker manuell hergestellt werden kann, nämlich eine Klammerprothese, die in dem Fall ausgefräst wurde im Metall mit der Maschine. Dann fährt die Maschine wieder in den sogenannten Druckbereich und druckt dann hier individuell das Zahnfleisch und auch wieder die einzelnen Zähne direkt in den Rohling. Also völlig autark und völlig ohne manuellen Eingriff. Ja, die Vorteile haben wir schon eigentlich fast alle erklärt. Natürlich kann durch diese Kombination nicht nur an Farben, sondern auch an Materialien der Zahnersatz verbessert werden, in der Verträglichkeit, in der Bruchfestigkeit, in der Zahnfarbe, Lichtdurchlässigkeit und natürlich die automatisierte Fertigung des vollen Zahnersatzes funktionieren, ohne dass manuell ein Zahntechniker eingreifen muss. Und wir wollen damit einen realistischeren, naturnäheren Zahn in Zukunft herstellen können, der wirklich so funktioniert und so aussieht wie ein Naturzahn. Ja, man darf dann auch nicht vergessen, dass diese Welt, also wir hatten ja immer diese Diskussion in den letzten Jahren, es gibt das Drucken und das Fräsen. Erst war das Fräsen, dann das Drucken und schwappt irgendwann die Produktion vom Fräsen in das Drucken über. So schnell schwappt nichts über, ich sage es mal ein bisschen provokant. Ja. Die Maschine hat einen vollen Bereich zum Fräsen, das heißt, wer diese Maschine hat, kann alle Materialien und ganz normal mit allen Funktionalitäten, die eine Fräsmaschine heutzutage hat, kann er seinen Zahnersatz fräsen. Er kann auf der anderen Seite drucken, aber das Ziel ist natürlich das, was wir auch hier realisiert haben, dass man diese Welten drucken und oder additives Auftragen. Das Drucken ist für mich immer nur so, denkt jeder sofort an das 2D-Schichten, deswegen sage ich lieber an das Beschichten und das Fräsen miteinander automatisiert und miteinander kombiniert und das ist eigentlich das Neue. Ja, additiv, subtraktiv, beschichten, automatisiert. Das ist das, was in diesem System realisiert wurde und ich denke mal, in dem Bereich wird man Zahnersatz für das Labor, für den Zahnarzt und natürlich am Ende auch für den Patienten wesentlich besser und naturnah herstellen können. Vielen Dank erstmal.